Ja, wir fahren heute in den Südwesten der Insel Kretas zu dem kleinen Ort Chorasvakion und wir haben ein ganzes Wochenende vor uns. Unsere erste Tour heute geht von Chorasvakion nach Lutro, einem kleinen Küstenort, und morgen werden wir dann hier in dem Gebiet Svakia nach Seleuda fahren. Und was wir hier an diesen 2 Tagen so alles erlebt haben, das seht ihr natürlich nach unserem Intro. Wir sind heute Morgen früh gestartet. Hier von Heraklion aus geht es auf der Schnellstraße an der Nordseite der Insel Kretas erst einmal Richtung Rethymnon, weiter dann in den Westen Richtung Georgiopoli, und kurz nach Georgiopoli werden wir die Schnellstraße verlassen. Bei dem kleinen Ort Vrisis wird es dann langsam in die Weißen Berge hineingehen. Wir werden auf unserer Fahrt natürlich entlang der Askifu-Hochebene vorbeikommen. Weiter geht es dann oberhalb entlang der Imbros-Schlucht, bis wir dann langsam die Weißen Berge wieder runterfahren werden zur Südseite, bis wir dann den kleinen Ort Chorasvakion erreichen werden. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, alles okay? Na klar. Bei dir auch? Natürlich, immer. Ja, bei mir auch. Wir haben nämlich ein Wochenende vor uns, und zwar nicht nur einen Tag wandern. Wir sind nämlich hier bei dem Gebiet von Svakia, und da bleiben wir dann auch eine Nacht. Und wir werden heute nach Lutro laufen. Das ist ein kleines Dörfchen hier an der Küste. Da kann man nur mit der Fähre oder zu Fuß dieses Dörfchen erreichen. Und am nächsten Tag, morgen also, dann werden wir von Svakia aus die Berge hochfahren. Einige kleine Dörfer werden wir dann durchfahren. Richtig. Und dann zu einem Dorf mit dem Namen Aios Ioannis. Und dort machen wir einen Rundgang in dem Gebiet von Seleuda. Jawohl. Wunderschöne Aussichten. Ich liebe diese Ecke hier. Ja! Da freue ich mich richtig drauf. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los. So, wir sind auf dem Weg. Hier noch die Straße, sag ich mal, bis nach da, wo der Weg nach Lutro losgeht. Und aus der Richtung kommen wir. Da in diese Straße entlang kommt man nach Chorasvakion. Aber wir müssen jetzt erstmal hier weiter. So, ist ein bisschen bedeckt und durchwachsen, aber jetzt sind wir hier auf diesem kleinen Pfad. Der führt uns jetzt erstmal hier runter. Und ja, da hinten schöne Bucht, Glikianera müsste das sein, ne? Und da wollen wir jetzt erstmal hin. Das ist unser erstes Ziel. So, danke. Wir sind jetzt hier langsam auf dem Weg runter. Ja, es ist heute leider wieder sehr windig. Also wir müssen mal gucken, inwieweit man hier nachher was hören kann. Claudia kommt jetzt auch. Die nimmt jetzt diesen Weg hier runter. Ja, ist schon ein bisschen abenteuerlich, aber nett. Und dann können wir auch mal hier gucken. So. So, wir nähern uns jetzt langsam, aber sicher hier Glikonera, oder wie das heißt, Glikianera, da hinten. Und wir sind jetzt also hier unten angekommen. Ja, und dann laufen wir mal weiter jetzt zu dem Strand. Da ist natürlich jetzt überhaupt noch nichts los. Wir sind jetzt hier bei Glikianera angekommen. Und hier kann man erstmal sehr schön den Strand sehen. Einmal ein Rundumblick. So, da hinten wird gerade so ein bisschen die, Taverne fertig gemacht. Denn im Sommer legen hier natürlich auch Boote an. Ansonsten kommt man hier nur zu Fuß her. Was interessant ist, Glikanera, das bedeutet Süßwasser. Und da kann man das schon mal sehr gut sehen. Und guckt mal, Claudia hockt da auch schon.
Und das ist nämlich tatsächlich Trinkwasser hier. So, das kann man trinken, deswegen hier. Sehr schön. Wie im Siehst du? Aber Becherchen nehme ich nicht, aber man kann Wunderbar. ganz normales. Trinkwasser, Brunnenwasser. wie Brunnenwasser. Siehst du? Und hier sind verschiedene. Diese Löcher. So wie da auch. Da hinten sieht man ein bisschen Sfacιά. Gligianera liegt auch hinter uns, da in der Bucht. Und jetzt, ja, es ist wieder ein bisschen windig heute. Ich hoffe, ihr hört uns. Und hier kommen wir jetzt mal wieder auf Kreta zu einer kleinen Kirche. So, Claudia, und welche Kirche ist denn das? Ja, die da. Die weiße. Die weiße. Eine weiße. Eine weiße, die Kapelle am Weg. Am Küstenweg. Genau. Guck mal, die Bänkchen da. Da ist richtig manchmal Halligalli. Da sind die Bänkchen. Moment, da sind sie. Genau, das ist die kleine Kirche. Gehen wir mal hin. Claudia, guck mal, da ist der Glockenturm. Und heute ist der sogar ganz einfach zu erreichen. Ohne große Kletterei, nur ein ganz klein bisschen. Aber das ist ja lächerlich im Gegensatz zum letzten Mal. So, ist sehr schön hier. Sollen wir mal versuchen rauszufinden, wem diese Kirche denn nun gewidmet ist? Schau dir das an. 1, 2, 3 Schlösser. Oha. Besser gesichert als Alcatraz. Das heißt, das ist die Kirche gesegnet auf dem heiligen Alcatraz. Wunderbar. Das ist Deshalb steht auch überall, das ist die Kirche am Küstenweg. Richtig. Einer mit dem Schlüssel hat. So, da kommen wir schon wieder zur nächsten Bucht. Hinten in der Ferne sieht man Lutro, also eigentlich unser Zielpunkt heute. Und ja, hier nochmal eine schöne kleine Bucht. Ja, ist wie gesagt ein bisschen windig, aber ansonsten ja, sehr schön. Ja, wäre es ein bisschen wärmer, würden wir da vielleicht sogar reinhopsen, aber durch den Wind, der Wind ist noch recht kalt heute. So. Ja, sehr cool. Schade, dass die Sonne jetzt gerade wieder weg ist. Gehen die Farben immer so ein bisschen verloren, ne? So, dann mal hoch die Treppen. Meine Lieblingsdisziplin. Weiter geht's hier auf unserem Pfad. Immer weiter Richtung Lutro.
Please close the door. Na denn. So, hier sind wir jetzt gerade runtergekommen und wir sind jetzt in Lutro angelangt. Und jetzt werden wir mal ein bisschen hier uns durch die Gassen mal das hier uns angucken. Wir haben uns jetzt Lutro angeschaut und im Sommer fährt hier eigentlich ein großes Fährschiff. Wir haben jetzt das kleine Bötchen genommen und werden dann mit diesem jetzt von Lutro zurückfahren zu dem Ort Chorasvaition. Wir sind jetzt wieder in Chorasvaition angelangt. Wir werden jetzt noch einen kleinen Ortsrundgang machen, uns danach ein bisschen frisch machen fürs Abendessen in einer schönen Taverne hier in diesem Ort. Und dann geht es morgen natürlich weiter mit Seleuza. Ja, heute geht es dann, wie wir gestern ja schon erzählt haben, nach Seleuza. Aber bevor wir richtig loslegen, werden wir erstmal noch einmal einen kleinen Stopp hier bei der Kirche Ayos Antonios oberhalb von Chorasvaition einlegen. So, wir sind jetzt hier oberhalb von Svaitia und zwar bei der Felsenkirche Ayos Antonios, die oberhalb hier von Svaitia liegt. Wir sind auch ganz brav schon die ganzen Treppchen da wieder hochgelaufen. Claudia kommt auch gerade an. Wunderbar. Schön, ne? Die Ja, Treppen, genau. genial. Und dann, Claudia geht wieder vor, die macht wieder hier den Türsteher. Ah ja, dass wir einmal kurz hier ein bisschen uns das angucken können. Also, hier sieht man dann schon auch diese Höhle, sag ich mal. Da hinten das Kirchlein, das da reingebaut ist. So. So. Hier gibt, ja, ganz klein und süß, ne? Ein ganz Kleines, schlichtes Kirchlein. Richtig. Ja, nix weiter. So. Weiter geht es jetzt mit unserer Anfahrt einmal vorbei oder durch das Dorf Arnopoli, dann weiter bei der Aradena-Schlucht vorbei bis zu dem kleinen Ort Ayos Ioannis, wo wir dann unsere heutige Wanderung beginnen werden.
wir sind jetzt hier bei Aios Ioannis und ja, wir laufen jetzt gerade mal los. Das erste Stück scheint markiert zu sein, Weg, da kann man das auch sehr schön sehen, genau. Und ja, lassen wir uns doch mal wieder überraschen, wie immer. Und ja, wir werden weiter berichten. Ist eigentlich wie so ein Mini-Waldstück. Gut angelegter Weg. So. Vögelchen zwitschern. Da so ein Brunnen. Ja. Und jetzt folgen wir einfach diesen Weg. Ja, kommen jetzt hier so ein bisschen in den Wald rein, auf diesen kleinen Waldweg. So. Ja. So, guckt mal hier, richtig Wald. Das haben wir nicht ganz so oft auf Kreta. So einen richtigen Wald. Hier sieht es gerade ein bisschen wüst aus. Keine Ahnung, was hier los ist. Oder was hier alles zusammengestürzt ist. Aber der Weg geht da weiter. Ja, und da erreichen wir dann auch schon den Aussichtspunkt von Selúða. Ja, ihr Lieben, für uns geht ein wunderschönes Wochenende dem Ende entgegen. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt von Selúða nach Heraklion. Heißt also einmal von Selúða wieder runter nach Svatja, einmal über die Berge an die Nordküste wieder und dann natürlich nach Heraklion. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zeigen hier von der Region Svatja und wir hoffen natürlich auch, es hat euch allen wieder Spaß gemacht und hoffentlich mal wieder bis zum nächsten Mal.